Guten Morgen. Zeit für ein Frühstück am See. Unsere Weltreise mit dem Fahrrad führte uns bereits nach Ostanatolien. Der vor uns liegende Wansee ist der größte See der gesamten Türkei. Die Fläche ist fast 7-mal so groß wie der Bodensee. Der Iran ist von hier aus fast schon zum Greifen nah. Aber von der Türkei kann man die Landesgrenze leider nicht überqueren. Deswegen zieht es uns weiter in den Norden Richtung Doğu Bayazit. Gestern war hier noch keine Pfütze. Mir liegt an der Seite lang. Ich weiß nicht, ob ich fahren soll oder nicht. Wie ist es denn? Sackt es weg? Kann schon sein, dass es da ganz schön sumpfig wird und du umfliegst. Okay, wir haben ein kleines Problem. Die Adapterplatte von der Rohloff, oder ich weiß nicht, wie diese Platte heißt, einfach diese Halterungsplatte, die hier ist, diese schwarze. Genau, die Platte, die ist durchgerutscht, ordentlich Gas gegeben und die ist nach oben gerutscht. Es hat sich da ein Spalt gebildet. Und jetzt muss ich das erstmal wieder richtig einstellen. Und ich hoffe, dass das nicht schlimm ist. So, ich habe jetzt hier genau in der Mitte vom Bild die Schraube mit ein paar Beilagscheiben unterlegt, sodass sie wieder höher ist als die schwarze Platte. Alles zugezogen und es sieht ganz okay aus, aber irgendwann muss ich die Platte wieder zurückbiegen. Ja, immer mal wieder ist es auch notwendig, dass wir unsere Apotheke rausziehen. Im Moment sucht die Melli nach ihren Tabletten für die Blasenentzündung. Weil hier oben ist es ganz schön kalt, 5 Grad nachts, damit hat sie wohl nicht gerechnet und jetzt hat sie eine kleine Blasenentzündung. Ist nicht schlimm, aber trotzdem nervig und ja, genau. Das Aber ich freue mich, so wird meine Apotheke leerer. Das waren doch Medikamente, das brauche ich tatsächlich. Also lohnt sich, dass ich es mitgenommen habe. Ja, absolut. Also wie ihr seht, wir sind hier im absoluten Nirvana. Wir haben ja auch einen Zuschauer. Wir haben uns jetzt ein bisschen versteckt in so einer Seitengasse. Zum einen natürlich, weil hier Schatten ist. Und jetzt gibt es die Melone von gestern. Dann müssen wir jetzt noch schnell die Ameisen runterwaschen. Da ist noch eine Ameise. Schon mal mit der Hand wegschütteln. Und wenn dann endlich die schwere Melone weg ist, dann sitzen wir nämlich direkt in der Bäckerei. Das war nämlich der Plan, dass wir dann direkt danach Brot holen, was schön frisch ist. Wir haben was geschenkt bekommen, was zum Essen. Wir wissen, was es ist. Was glaubt ihr denn, was das hier sein könnte? Es könnte mein Dünndarm sein. Oder Mellis. Hier kommt die Auflösung, was es ist. Ja, es gab einige Antworten, es wäre mein Dünndarm. Habe ich den Daniel lange gefragt, ja, wieso denn meiner und nicht seiner? Man sieht mich doch hier. Aber nee, das ist er auch nicht. Es ist, und das zeige ich jetzt euch mal, eine Spezialität. Walnuss innen drinnen. Das ist eine Walnusswurst. Sehr lecker, süß und gibt Power. Genau, Walnuss in Traubensirup. Ja, jetzt gesehen, in den letzten 3 Tagen durch ja, nichts gefahren. Kaum Menschen gesehen. Und jetzt ist hier plötzlich so eine Stadt. Und hier geht's voll ab. Durch Center sind wir schon durch. Da war ich viel zu perplex, um zu filmen. Aber hier riecht's geil nach Grill und allem. Und hier ist voll was los. Und ja, jetzt schauen wir, dass wir wieder rauskommen. Aber krass, wow. Das ist voll der Flash gerade. Wir sind jetzt um den Wannsee rumgeradelt, also 3 Tage, glaube ich, haben wir sogar gebraucht dafür. Jetzt sind wir am Ende, jetzt geht es weiter Richtung Doğu Bayazit, aber ja, für heute ist erstmal Schluss. Wir haben lange gesucht nach einem Campspot, war gar nicht so einfach.
Jetzt haben wir hier hinten bei der Tankstelle gefragt, die haben gleich verstanden, was wir wollen. So, ja, hier, macht euer Zelt dahin. Vielleicht waren hier schon öfter Radreisende, keine Ahnung. Dann haben wir hier ein bisschen schon vorbereitet. Schlafsäcke drüber, damit es innen kühl bleibt. Und der Dani lädt auch fleißig schon unsere Sachen. Im Schnitt halten 2 so Batterien für unser Navi. So 2, 3 Tage, je nachdem, die sind schon nicht mehr so frisch, die sind jetzt schon eine Weile alt. Und wir laden mit dem Solarpanel. Also ich habe hier dieses Ladegerät, das geht mit USB, kann ich anschließen. Und da laden wir eigentlich immer schön rund um die Uhr unsere Sachen. Da geht jetzt 1 Ampere durch. Super klasse, kann man nur empfehlen. Und ja, wer Lust hat, sich da mal ein bisschen zu informieren oder auch gern sein Handy so laden will und mal schauen, wie das alles so funktioniert. Wir haben da einen ganz tollen Artikel. Den blenden wir euch ein. Hier irgendwo ist der Link. Ich weiß nicht wo. Melli macht das. Und dann, genau, schaut dir mal unseren Artikel an. Da steht alles darum, wie du das selber ausrechnest, was wir für Solarpaneele benutzen und wie du sogar, wo ist es? Hier, so einen Drohnenakku von unterwegs aus laden kannst. Den haben wir heute auch schon voll geladen. Der ist jetzt wieder voll. Alles mit Solarpanelen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich hatte nicht richtig Hunger. Ich auch. Wir dünsten Zwiebeln an mit Knoblauch. Dazu eine Paprika. Melli meint, es sei Chili. Wir wissen es dann später, wenn es soweit ist. Oh, richtig köstlich. So, jetzt geben wir die Kartoffeln dazu. Wichtig ist, nicht umrühren. Wir wollen, dass die Zwiebeln unten drin bleiben und die Kartoffeln darauf liegen. Dass sich hier eine Schicht bildet, weil die Zwiebeln, die haben einen Haufen Wasser, was sie ausdünsten während dem Kochen. Und das soll dann quasi wie ein Polster bilden zu den Kartoffeln, dass die nicht anbrennen. So, jetzt kommt hier Wasser dazu. Ein bisschen ablöschen, bedecken. Auch wichtig, jetzt immer noch nicht umrühren. Gut, jetzt kommen Linsen dazu. Auch hier wieder nicht umrühren, nur so ein bisschen auseinanderziehen. Wir wollen keinesfalls, dass die Linsen nach unten durchsinken und dann so einen Klumpen bilden am Boden und dann anbrennen. Die Linsen sollen auf den Kartoffeln liegen bleiben. So, und ganz zum Schluss kommt dann noch Käse dazu und ein paar Erdnüsse, die ich bei mir im Gepäck gefunden habe. Dann ist das gute Essen fertig. Gewürzt wird hier ganz nach Belieben. Ich habe hier eine Asia-Kiste und eine traditionelle Kräuter de Provence, Salz, Pfeffer etc. Heute wollen wir Asia. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen türkisches Fleisch gewürzt. Da ist alles Mögliche drinnen. Das ist eine Gewürzmischung. Ein bisschen Kurkuma an den Bulgur geben. Das ist gut fürs Herz. Und ja, je nachdem, vielleicht, ich muss ausprobieren, ob die Chili hier wirklich eine Chili war oder nicht. Ansonsten noch ein bisschen Schärfe dazu. Und so ist es eigentlich ein ganz gutes Grundrezept. Wer möchte, kann natürlich noch einen Brühwürfel dazugeben für ja, eine Abrundung. Gesalzen wird zum Schluss, weil das sonst die Linsen ewig lang brauchen. Und ein bisschen Käse habe ich auch mit reingetan. In der Zwischenzeit ist hier drüben unser Bulgur. Eine Tasse Bulgur, ungefähr 2 Tassen Wasser. Das ist das Mischungsverhältnis. Zu zweit brauchen wir ungefähr 1,5 Tassen Bulgur und ungefähr 3 Tassen Wasser. Also von der Menge essen wir einmal zu Abend und dann einmal Frühstück. Genau, also 4 Portionen. Super Sache. Ja, guten Appetit. Und aussehen tut das Ganze jetzt so. Ziemlich gut. Zeit für eine Dusche. Die hatten wir jetzt schon ein paar Tage lang nicht mehr. Ja, wir werden oft gefragt, wie machen wir das denn unterwegs? Ganz einfach, wenn wir keinen Fluss finden oder Wasser, dann irgendwo an der Wasserquelle füllen wir uns so unsere Wasserflaschen auf und schütten die uns dann da drüber. Hier haben wir allerdings ganz komfortabel eine Toilette. Also wer die Steglos nicht kennt, das ist hier ganz
üblich in der ganzen Türkei, die Plumpsklos. Dann hat man noch hier diesen Eimer. Damit wischt man sich dann seinen Allerwertesten ab. Ich werde es jetzt so machen, ich werde mir hier den Eimer immer wieder voll machen, werde es mit drüber gießen und es fließt dann sowieso ab, also eine kleine Eimerdusche. In Marokko haben wir das auch schon gemacht. Da wird unter anderem das Wasser auch warm gemacht, wenn es Winter ist, auf dem Holzofen und dann wird es gemischt mit dem kalten Wasser. Und dann hat man dann ein schönes, warmes Duschwasser. Dann das zweite große Thema, nachdem wir oft gefragt werden, wie machen wir das mit dem Wäschewaschen? Ja, zum Beispiel hier an Waschbecken von Tankstellen oder eben an Flüssen, dann da aber ohne Seife oder an Trinkwasserquellen, je nachdem, was wir gerade so finden. Herrlich frisch geduscht hier, also das war eine der saubersten Toiletten, die wir seit langem hatten. Wozu? Nachdem wir jetzt hier die Wüste durchquert haben, sieht man immer mehr Bäume, das haben wir auch sehr vermisst. Es wird grüner, es wird kühler, in der Nacht hat es um die 5 Grad und tagsüber so 27, 30 Grad. Nicht mehr die 40, das war wirklich schrecklich. Ja, zum Schlafen halt, ganz schön heiß. Und jetzt geht es schön weiter die Berge hoch, es sind wirklich tausende Höhenmeter noch bis nach Georgien. Und dort wird es auch nicht anders, aber wir freuen uns drauf. Höhenmeter um Höhenmeter haben wir uns jetzt hier raufgekämpft. Es ist ungefähr Mittag. Wir sind auf 2050 Metern und ja, ich schätze noch einen Tag bis Togo Bayazit. Melli holt gerade ein Brot und dann hauen wir uns da irgendwo auf eine Parkbank, essen ein bisschen Mittag, entspannen unsere Muskeln und dann geht's auch schon weiter. So, nach gut 67 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Das ist die erste größere Stadt hier und wir schlagen gleich zu, weil wir haben nichts mehr zu essen. Jetzt geht's. Kirschen. Die sehen super aus, ja. Dann kaufen wir noch Zwiebeln und Kartoffeln, das übliche Bulgur, damit wir abends was Gutes zum Essen haben. Wir kaufen immer gern hier bei so frischen Märkten ein, weil die Qualität echt super ist. Schön. Super schön hier. Voll bunt. Hier hinten filme ich normalerweise die Melli. Da verbringe ich ungefähr 80% des Tages. Oh ja. Der Grund, warum wir so fahren, ist, weil Melli langsamer ist und ich schneller. Und wir herausgefunden haben, dass es so viel besser läuft. Genau, deswegen führt die Melli. Ich navigiere zwar, aber ich schreie dann immer nach vorne, wo es lang geht. Also ihr seid jetzt quasi auf Mellis Kopf, genau zwischen den Rosen. Angenehm, oder? Mitzufahren. Ja. Hier ist ganz schön heiß. Und im Schatten kalt. Wo guckt ihr das? Auf dem Sofa oder im Bett? Auf dem Handy, im Weg zur Arbeit? Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr uns gerade zuguckt. Von Mellis Rosenhaus, ja? Fühlt sich an wie 10 Kilo, die auf meinem Helm sitzen. Ja, die Kamera ist auch ganz schön schwer, weil die in einem Metallgehäuse ist. Und das drückt auf Mellis Helm und das drückt auf Mellis Brille. Guten Morgen, wir fahren hier an ehemaligen Lavaströmen vorbei. Das alles ist Vulkangestein. Es sieht schon abgefahren aus, wenn man sich vorstellt, dass es früher mal irgendwann rot geglüht hat und so hier entlang gewabbert ist, an alles gegrillt hat, was im Weg war. Heftig, heftig.
jetzt geht's hoch. Wir sind auf knapp 2400 Metern. Es geht schon noch ein Stück hoch. Aber die Temperatur ist echt gut, so 20 Grad. Schön gemütlich, Berg hoch. Es ist sau anstrengend, aber wir haben es fast. Das sind die Art Quälereien, die ich bisher weniger mitgekriegt habe. Weil ich normalerweise immer die Melli filme, dann seht ihr mich nicht. Wir sind oben. Mann, hier ist es voll windig und kalt. 2644 Meter. Und wir sind oben. Ich freue mich immer, wenn man oben ist. Weil das Bergaufwand ist schon ein bisschen anstrengend für mich. Aber ich jammer hier nicht. Also, jetzt kommt ein Sticker dran zum Beweis. Wo komme ich da überhaupt hoch? Über die Road Wanderers. Ah. Oh je. Oh. Bam. Super. Und von den Rosencrimers lassen wir auch einen da. Wie ihr unweigerlich gemerkt habt, haben wir mittlerweile Jacken an. Weil hier oben ist es wirklich kalt. Der Wind geht, es ist richtig fies. Wir ziehen jetzt so richtig schön warme Klamotten an und machen uns dann an die Downhill-Fahrt. Weil die wird mit Sicherheit ganz schön zapfig. Ich möchte nicht krank werden. Wir hatten gerade ein kleines Fotoshooting mit der Polizei von dem an. Militär. Militär. Aber jetzt geht es erstmal bergab. Ich glaube sogar 1000 Meter, 1000 Höhenmeter. Wie viel verlieren wir? 1000 Höhenmeter. Ja, es geht runter bis auf ungefähr 1500. Die nächsten 30 Kilometer geht es bergab. Deswegen sind wir auch schön warm eingepackt, weil der Wind geht ganz schön. Auf geht's. Also Leute, schaut mal da oben. Seht ihr eine Mauer. So, hebt sich schwer ab, aber man sieht sie schon. Das ist die Grenze in Iran. Voll abgefahren. Wir fahren jetzt einmal da dran entlang, an Armenien vorbei, bis rauf nach Georgien, durch Georgien nach Armenien und dann sind wir quasi auf der anderen Seite von hier in ein paar Monaten. Das ist krass. Es ist zwar ziemlich frisch, aber wir genießen den tollen Ausblick, den wir haben. Der berühmte Berg Ararat oder auch Große Ararat genannt, ist eigentlich ein ruhender Vulkan, der das letzte Mal 1840 ausgebrochen ist. Mit seinen 5137 Metern ist er der höchste Berg in der Türkei. Daneben steht der kleine Ararat. Er ist 3896 Meter hoch. Auf dem Ararat-Gebirge soll der Sage nach die Arche Noah nach der Sintflut gestrandet sein. Obwohl der Berg auf türkischem Boden steht, ist er das Nationalsymbol der Armenier. Zum Mittag gibt es Tomaten, ein paar Oliven, die wir noch rumdüsen hatten, ein Rest Käse, als Nachtisch ein paar Datteln und natürlich Brot. Und ganz wichtig, damit das Ganze überhaupt brennt, Olivenöl. Eine Bombenaussicht hier, muss man sagen. Also diese Lavafelder faszinieren mich. Hat alles mal geglüht. Wenn man da so eine Zehenspitze reingehalten hat, war sie weg. Begleite uns in die nächsten Abenteuer, wenn wir den Osten der Türkei verlassen, in Georgien in eine total andere Kultur eintauchen und über uns selbst hinauswachsen. Manchmal brauchen unsere Muskeln aber auch eine kleine Pause. Und natürlich brauchen wir auch Zeit, Strom und einen Arbeitsplatz, um diese Videos zu schneiden. Dank eurer Unterstützung können wir uns die Zeit nehmen und uns mobiles Internet dafür leisten. Wenn dich unsere Videos inspirieren, freuen wir uns, wenn du zum Beispiel über PayPal oder Dauerauftrag mitmachst. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank, Servus und bis zum nächsten Mal.